So, das Ding platzt jetzt nicht. Okay, an der Decke ist nichts passiert. Immerhin. Das sieht nach Arbeit aus. Und Wand streichen. Wir bereiten heute eine Lammkeule zu für morgen. Da haben wir auch schon alle Zutaten beieinander. Das ist Butter, besser noch Butterschmalz, Tomatenmark, Zwiebeln oder Lauchzwiebeln, Knoblauchzehen, Schalotten, die habe ich eingefroren, die tue ich auch gleich nochmal wieder rein. Pfeffer, Olivenöl, Senf, Paprika edelsüß, selbstverständlich selber gesammelter Thymian, Rosmarin und ein Rotwein. Das ist für den Koch, das kommt nicht ins Essen. Das bereiten wir jetzt zu. Ein großer, schöner Bräter ist ideal für die Zubereitung. Los geht's. So, die Lammkeule haben wir abgewaschen. Jetzt wird die eingerieben. Wir reiben die mit Senf, Olivenöl und Pfeffer ein. So. Und jetzt ein bisschen Butter soll dann vielleicht, machen wir dann auch noch dran, machen wir später. Ich drehe das jetzt nochmal zurück. Während das Fleisch jetzt scharf angebraten wird für die Röstaromen, kümmern wir uns um die Zwiebeln und den Knoblauch. Ich schneide jetzt die Zwiebeln auf. Den Knoblauch, den teile ich nur, das reicht schon. Okay, die Zwiebeln, ja gut, schneiden wir auch ein paar dicke Scheiben. Ja, das brät mir ganz schön an schon unten. Wir werden das jetzt ein bisschen ablöschen schon mit dem Rotwein. Sonst knallt mir das zu sehr an, zieht mir unten zu sehr an, dann verbrennt mir die Soße. Deshalb habe ich es jetzt ein bisschen abgelöscht. Die Zwiebeln und Knoblauch kommen dann ein bisschen später rein. Wir lassen es erstmal noch so mit Olivenöl, Senf und Pfeffer anbraten. Die Röstaromen kommen. Ich gebe jetzt noch einen Schuss Port. Das ist ein ganz einfacher ja aus dem Supermarkt. Ein Schuss Port rein, um ein bisschen Süße reinzubekommen, eine leicht süße Note. So, die brät jetzt schon schön. Noch ein bisschen mehr Farbe kann sie vertragen. Und gleich wandern die anderen Sachen mit rein. Und dann nochmal ein bisschen ablöschen mit Rotwein. Vielleicht noch einen kleinen Schuss Portwein und eventuell, wenn nötig, auch noch ein bisschen Wasser, dass die Soße nicht zu sehr eintrocknet. Aber mit Deckel sollte die Soße gar nicht so doll eintrocknen. Schön von allen Seiten anbraten. Simon, was sagst du? Was? Du darfst dann auch mitkosten, ist klar. Der dreht hier Kreise. Knoblauch, Zwiebel rein.
den Thymian, Rosmarin gebe ich jetzt schon alles mit dazu, dass der auch schön mit durchzieht. Sollte reichen. Tomatenmark mache ich ein bisschen später. Paprika, ja, kann auch später. Jetzt kommt noch ein bisschen Wasser dazu. So nach Bedarf. Es darf halt nicht ganz runtergehen, dass es nicht einkocht und unten anbrennt. Das langt. Ich nehme das jetzt vom Feuer. Noch ein bisschen Tomatenmark kommt jetzt in die Soße. Verrühre dann nochmal. Etwas Paprika. Ja, nehmen wir hier den Feinstoff. Ein bisschen Paprika noch rein. Okay. Das Ganze noch mal ein bisschen unterrühren, dass sich das schön auflöst. Wir können dann im Mixer hiervon auch eine wunderschöne Jus produzieren. Können das mixen, durch sein und dann noch mal ein bisschen reduzieren und dann ist das eine wunderschöne dunkle Soße dazu. Jetzt geht das in den Backofen bei 85 Grad, der Deckel ist heiß, bei 85 Grad in den Backofen und eine Kerntemperatur von 75 Grad wollen wir haben. Soll eigentlich gar nicht mehr sein. Da ist die Mitte. Rind ist deutlich tiefer. Ich denke mal, das ist okay so. Ich kann ja hier noch einen Zeiger auch dahin rutschen, dass ich das besser sehe, bis wohin ich will. So. Das müsste in der Mitte sitzen. Sollte. Deckel drauf. Ich hoffe, man kann dann durchschauen. Backofen 10 Grad mehr, 85, bis die Kerntemperatur erreicht ist. 85. Und im Fleisch wollen wir 75 haben bei Lamm. Das kann jetzt eine Stunde oder länger dauern. Ab in den Ofen. Ich hätte ja gerne das originale Fleischtemperatur, also das Thermometer dazu, aber dann kriege ich den Deckel nicht mehr ordentlich zu. Das ist so ein Manko. Ich hoffe, ich kann die Temperatur ordentlich sehen. Am konventionellen Thermometer, das nehmen wir gleich ganz raus. Quatsch. So. Ja. Hat jetzt 65 Grad, muss noch bis auf 85 hoch. Wie lange der Spaß dauert, keine Ahnung. Schauen wir mal. Schön mit der Jus übergossen. Die hat eine wunderschöne Farbe. Deshalb sind jetzt die Zwiebeln in das Zeug drauf. Ich habe nochmal ein bisschen Portwein zugegeben, weil ich gekostet habe. Ich habe es jetzt nach 2 Stunden rumgedreht. Ein bisschen Salz und noch ein bisschen Portwein zugegeben. Da kann noch ein kleines bisschen Salz ran. Ja, ich hätte es vielleicht vom Anfang an schon ein bisschen einsalzen können. Ich mache jetzt noch ein bisschen Salz aufs Fleisch. Ups, das ist heiß. Kerntemperatur ist jetzt so knapp bei 60. Und vielleicht noch einen kleinen Schuss Port. Gleich übers Fleisch, dass das Salz ein bisschen aufgelöst wird. Nicht allzu viel. Ja, würde ich sagen. Die Jus ist schon echt super. Deckel wieder drauf. Also knapp 2,5 Stunden ist es jetzt drin. Ich schätze mal
Drin sind 60 Grad. Hier klopft jemand. Komm rein. Riecht nach Lamm, ne? Das ist unser Ding, oder was? Guck mal, das ist doch dein Ding, oder? Jo. Das riecht gut, oder? Okay, also ich glaube, Kiki ist damit einverstanden. Wenn man das so niedrig gart, kann eigentlich nichts schief gehen. Man kann es nicht bei 85 Grad, werde ich es innen nicht austrocknen. Und Kerntemperatur hat 60. Geht's wieder raus? Okay. Jetzt geht das Ganze durch Sieb und dann haben wir eine super feine, klare Jus. Das dauert eine Weile. Ich habe dazu hier ein Leinentuch und das seihen wir das jetzt ab. Ja, das ist jetzt ein bisschen gefummelt, dass das alles schön durchgeht. Muss man schön bewegen. Aber es sackt hier schon gut zusammen und es läuft auch immer noch. Ja, da muss man schon ein bisschen das durcharbeiten. Hauptsache das Ding platzt jetzt nicht. Okay, an der Decke ist nichts passiert. Immerhin. Das sieht nach Arbeit aus. Und Wandstreichen. Jetzt wird die Jus schön langsam runter reduziert. Die wird dann dunkler werden und cremiger. Die Jus reduziert schon wunderbar. Blubbert schon richtig schön langsam, wird immer zäher. Hat auch eine schöne Farbe.